Ich meine, warum ich hier im Bild bleibe, obwohl ich niemand dabei habe, der mich filmt. Und auch wenn ich hier jetzt so rumlaufe, gut, wir wissen das beide, mich trackt gerade die Luna Ultra. Tracking ist aber nur eins von vielen Dingen, das Luna Ultra kann und das ich dir heute zeigen werde. Die Luna Ultra habe ich dir in dem Video hier oben schon vorgestellt. Das ist die erste Gimbal-Kamera von Insta360 und ich bin mit der jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Zeit also, dir die Kamera genauer vorzustellen und vor allem dir zu erzählen, wie ich sie nutze. Das Geilste überhaupt ist dieses Teil hier. Ja, man kann die Steuerung abnehmen. Dazu einfach, dann machen wir mal wieder ran. Einfach diese beiden roten Knöpfe drücken, abnehmen und dann kann man die Kamera ganz genau so steuern, wie wenn es dran wäre, und Rand geht es einfach so. Ich habe sie optisch einfach angenehmer und nicht wundern. Ich habe hier eine Spezialkonstruktion, dass du eben siehst, was ich auf der Fernbedienung mache. Das Coole ist nämlich, ganz egal, ob die Fernbedienung an der Kamera dran ist oder hier, du kannst die Kamera komplett steuern. Also wenn ich hier das Tracking mal ausmache, dann kann ich hier den Joystick steuern, ich kann zoomen. Na gut, ich habe ja gerade gesagt, du kannst alles machen. Du kannst sogar die Kamera an- und ausschalten damit, also ohne, dass es an der Kamera dran ist. Wirklich abgefahrenes, absolute Killer-Feature. Aber wir wollen eigentlich über Tracking reden. Tracking, ganz einfach. Ich drücke hier einmal drauf auf den Joystick, er erkennt mich und trackt mich, sodass ich hier rumlaufen kann und ich werde ganz einfach mitgetrackt. Also super easy peasy. Ausmachen, einmal nochmal drücken und das Tracking hört auf. Gleich geht es auch, oder gleichzeitig oder genau auch so, wie auch immer. Doppelklick aufs Display, Tracking starten, einmal draufklicken, Tracking beenden. Und selbst wenn er nichts zum Tracken hat, dann kannst du hier drauf gehen und Auto-Tracking starten. Ja? Wenn ich hier draufklicke, gut, das funktioniert jetzt natürlich automatisch, weil er erkennt mich ja. Aber wenn er jetzt nichts hat, dann wartet er so lange, bis ein Motiv ins Bild kommt und dann trackt er das hinterher. Super cool. Und dann kannst du sogar hier noch klicken und kannst sagen, ich möchte eher links oder eher rechts im Bild sein. Wahrscheinlich ist es gerade andersrum, weil der Spiegel verkehrt ist. Haken drücken und er trackt einen somit auch richtig gut. Wobei ich gehe mal jetzt wieder zurück in die Mitte. Ich möchte euch nur eine Sache zeigen, und zwar das Gimbal Limit. Ich habe den Gimbal extra ein bisschen schräg gestellt und stehe so davor, weil ich so in beide Richtungen links und rechts ungefähr gleich viel Drehspielraum habe. Weil links ist er ein bisschen mehr begrenzt als rechts, oder je nachdem, wie er halt da steht. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, weil jetzt bin ich voll im Gegenlicht, oder? Egal. Hier ist jetzt schon das Gimbal Limit, er kommt jetzt einfach nicht weiter, ja, mit dem Tracking, weil er eben am Limit ist. Wenn ich anders rumlaufe, guck mal, da kann er viel weiter drehen. Viel weiter, viel weiter, viel weiter. Jetzt muss er am Limit sein. Genau, jetzt ist er am Limit. Gut. Wenn man das weiß, ist das alles kein Problem. Was noch cool ist, das Zoomen. Guck mal, hier kann ich hier klicken, da kann ich mal 2 und mal 3 zoomen. Hier muss ich kurz einhaken. Zoom geht tatsächlich bis mal 12, wenn du in 4K aufnimmst. Allerdings verlierst du ab mal 6, also alles was größer ist mal 6, verlierst du ein bisschen an Qualität. Generell kommt die Luna so weit, weil, einmal hier umdrehen, weil wir hier 2 Objektive verbaut haben. Das hier hat 20 mm, das ist das Hauptobjektiv, und das hier hat eben 60 mm. Damit kommen wir dann noch ein Stück weiter. Klar, bei aktiviertem Tracking fokussiert die Kamera natürlich immer das verfolgte Objekt. Ist das Tracking aber nicht aktiviert, kannst du durch einen einfachen Tipp aufs Display bestimmen, wohin fokussiert werden soll. Ich muss ja sagen, ich finde, dieses Teleobjektiv macht die Kamera gleich viel universeller, und gerade bei solchen Talking Head habe ich meistens Teleobjektiv an, weil eben der Hintergrund schöner verschwommen ist. Guck mal, gehen wir mal zurück auf mal 1, na, so mal 1, also einfach mit meiner Konstruktion. Dann bist du ja so nah ran und ist auch ein bisschen verschwommen, aber Tele macht die Sache einfach viel schöner. Kann übrigens auch hier drücken, dann zack, mal 3 bin ich im Tele. Jetzt stellen wir die Kamera mal ganz weit weg, dass du die verschiedenen Zoom-Stufen siehst und auch siehst, wie lang die Fernbedienung geht. Warte mal, ich kann ja eigentlich hier umdrehen, dann siehst du, wo wir hinlaufen. Hier einmal drücken, dann dreht sich der Gimbal um. Das ist jetzt halt absolutes Gegenlicht, aber ist eigentlich auch egal. Na komm, drehen wir mal wieder zurück hier. So, einmal hier drücken und der Gimbal guckt wieder zu uns her, oder auch nicht? Doch. Ich habe das Tracking gar nicht an. Okay. Gut, ich würde sagen, das reicht jetzt hier. Komm, hier stellen wir jetzt hin. Dann machen wir das Tracking noch an. Einmal hier drücken, er trackt mich und wir haben jetzt mal 1 die Zoom-Stufe. Ich laufe einfach mal los, dann sehen wir auch mal direkt, wie lange er uns noch mittrackt bei Zoom-Stufe 1. Und dann zoomen wir Stück für Stück näher ran. Ab Zoom-Stufe Nummer 6, oh krass, also ab Zoom-Stufe Nummer 6 wird die Qualität ein bisschen schlechter. Und ich finde verrückt, dass er immer noch sagt, er sieht mich. Jetzt gehen wir mal um die Ecke. Hallo?
Jetzt hat er es gemerkt, dass ich nicht mehr da bin. Jetzt mal gucken, ob er mich wieder erkennt. Ja, hat er. Okay, gehen wir mal die Zoom-Stufen durch. Am einfachsten macht man das hier, wenn man stufenlos haben möchte, zumindest wenn man es nicht da unten reingeklemmt hat. Ich habe hier einfach drauf gelegt, dass ich hier durchklicken kann. Genauso könnte ich es auch hier oben machen. So, wie gesagt, 6 ist die maximale Zoom-Stufe, ohne dass Qualität verloren geht. Jetzt sind wir bei 12, da geht eben ein bisschen Qualität verloren. Wenn wir jetzt hier wieder zurück. Ja, geht. Okay, das geht nicht, weil ich es reingeklemmt habe. So, jetzt sind wir noch im Teleobjektiv, das geht bis 3. Einmal kurz klicken. Das klappt nicht richtig, weil ich es da unten reingeklickt habe. Dann geht er die einzelnen Zoom-Stufen durch und unter 3 sind wir wieder im Weitwinkelobjektiv. Jetzt laufen wir aber erstmal wieder ran. Und du siehst, die Fernsteuerung, die geht echt weit. Ich hatte es schon mal, dass er mir gesagt hat, hier, das Signal wird ein bisschen schwach, aber ich habe es nicht geschafft, dass die nicht ging. Ich hatte sie sogar mal mit in den Garten rausgenommen und habe gedrückt und dann ging der Gimbal im Haus an. So, jetzt haben wir Zoom-Stufe 3. Es ist hinten schöner Hintergrund, Unschärfe. Wenn wir jetzt auf Zoom-Stufe 2 gehen, sind wir im Weitwinkelobjektiv, genauso wie bei Zoom-Stufe 1. Gut, ich denke, wir sollten generell mal über die Steuerung der Luna reden. Du hast das schon gesehen, mit dem Joystick hier kann ich hin und her, jetzt habe ich das Tracking an, einmal drauf tippen, dann ist weg, kann ich hin und her steuern, also ganz einfach den Gimbal steuern, wo er hingucken soll und hiermit eben Zoom und damit starte ich die Aufnahme oder beende sie auch und wenn ich lang drauf bleibe, kann ich damit die Kamera auch ausschalten und genauso auch wieder einschalten. Das geht allerdings auch hier mit diesem Display, wenn ich es drehe, kann ich es einschalten oder ausschalten in dem Fall. Und je nachdem, wie es eingestellt ist, auch wieder einschalten. Ja. Außerdem haben wir noch diese 2 Knöpfe hier. Hier habe ich, machen wir einmal zu mir hier. Hier habe ich drauf, dass ich die Kamera drehen kann. Einmal nach vorne oder einmal nach hinten. Jetzt kann ich wieder zu mir drücken. Und wenn ich, und wenn ich zweimal hier klicke, kann ich hier wählen zwischen Foto und Video. Hier, diesen Knopf, habe ich eingestellt, dass ich den Zoom durchgehe. Und gleichzeitig, also gucken wir hier bis mal 12 können wir ja machen und einmal wieder zurück auf 1, das sind die einzelnen Zoom-Stufen und gleichzeitig, wenn ich hier verschoben bin, wenn ich zweimal hier drauf klicke, dann fokussiert er oder dann stellt er den Gimbal wieder in die Mitte. Einstellen tut man das mit diesen 2 Tasten hier bei Benutzer definiert. Da kannst du rechte Taste, linke Taste, kannst du eben einstellen, was passieren soll bei einmal drücken und bei zweimal drücken. Das ist natürlich für beide Tasten und da siehst du halt, was du machen kannst. Guck das einfach an. Das ist ganz nett, oder was heißt ganz nett, das ist eigentlich super gut. Alle anderen Steuerungen der Luna machst du übers Display. Also Tasten haben wir schon durch, mehr Tasten gibt's hier nicht. Hier haben wir noch ein Mikro, allerdings kann man es nicht drücken. Deshalb geht man übers Display. Machen wir einmal kurz kippen, dass wir hier im Querformat sind. Und zwar fangen wir einfach an, links nach rechts wischen. Da guckst du die Bilder an, die du aufgenommen hast. Guck, ich habe da schon ein bisschen rumprobiert. Ganz schön heiß, ich mal T-Shirt an. Man kann hier dann noch angucken, wenn man auf diese Punkte klickt, kann man noch angucken, mit welchem Modus das aufgenommen wurde. Und dann kann man hier sogar Color Share machen. Dann kriegst du, wenn du die Insta360 App aufmachst, kriegst du da so ein Poster. Da steht dann drauf, ja, eigentlich im Prinzip stehen dann diese Aufnahmen da drauf, diese Aufnahmeeinstellungen und ein QR-Code. Diesen QR-Code kannst du dann wiederum, wenn wir hier rausgehen und hier rüber gehen, da dann bei Profil, da kannst du diesen QR-Code dann scannen. So, aber wir waren ja, gehen wir hier wieder raus, bisschen durcheinander, wir waren ja hier, gut, viel kann man ja nicht mehr machen, man kann laut leise machen hier, man kann hier so einen, dass man hier so mehr sich anzeigen lassen kann. Man kann da oben wählen, ob man den internen Speicher nur haben möchte oder auch die SD-Karte anzeigen lässt. Man kann wählen, hier nochmal, man kann hier wählen, ob man nur Fotos oder nur Videos anzeigen lassen möchte oder nur Favoriten. Favoriten macht man, indem man hier auf dieses Herz klickt und dann kann man das Video natürlich auch noch löschen oder das Foto, je nachdem, was man da hatte. Einmal wieder zurück, wischt man von unten nach oben, können wir das Format auswählen, also Querformat oder Hochformat. Ich habe eigentlich immer Querformat, ich bin nicht so der Short-Mensch. Genauso wie das Seitenverhältnis können wir hier auswählen. 16:9 ist im Prinzip mein Ding. Wir können die Auflösung auswählen. 8K geht bis maximal 30 Bilder die Sekunde. 4K geht bis 120 Bilder die Sekunde. Und dann gibt's noch 2,7K. Das hat überhaupt gar keinen Vorteil meiner Meinung nach, weil es auch nur bis 120 Bilder die Sekunde geht. Und dann gibt es noch 1080p, da kann man sogar in
240 Bilder die Sekunde aufnehmen. Ich selber nehme eigentlich fast immer in 4K und in 30 Bilder die Sekunde auf, weil da hast du meiner Meinung nach die beste Bildqualität. Wenn du jetzt in 60 Bilder oder in 120 Bilder die Sekunde aufnimmst, dann hast du weniger Bit pro Frame. Das gleiche gilt für 8K. Deshalb bin ich in der Regel bei 4K 30. Klar, wenn ich Zeitlupe haben möchte, gehe ich natürlich eine Framerate hoch. Und wenn ich weiß, dass ich im Nachhinein zoomen möchte, dann gehe ich auf 8K. Bei 8K kann ich allerdings während der Aufnahme nicht so weit zoomen wie bei 4K. Also machen wir die Aufnahme an und drehen mal die Kamera einfach zu mir. Guckt, dass man mich anguckt. So. Oh, ich schwitze, egal. So, ich zoome jetzt einfach und dann höre die bei 2,9 auf. Weiter komme ich nicht. Ich kann da auch nicht weiterklicken. Das geht nur, wenn die Aufnahme aus ist. Dann kann ich auf das zweite Objektiv springen. Das fängt bei ×3 an. Wenn ich hier jetzt klicke, dann bin ich bei ×3, dann mit dem zweiten Objektiv. Wenn ich dann drücke, kann ich weiter zoomen. Aber nur bis ×6, weil ich bei 8K bin. ×12 geht nur bei 4K, weil ich da halt weniger Auflösung habe. Eigentlich logisch, oder? So, gehen wir hier mal wieder raus, machen die Aufnahme aus, richtig. Hier haben wir alles durch. Machen wir rechts, links, obwohl rechts, links gucken wir uns nachher an, weil da können wir die Bildeinstellungen machen. Machen wir erstmal von oben nach unten. Da haben wir die allgemeinen Einstellungen. Einmal, wie hell das Display ist. Muss ich generell mal gucken, ob das nicht zu hell ist, dass du hier was sehen kannst. Muss man ganz dunkel machen, sonst überstrahlt. Hier kann man einstellen, wie Hoch- oder Querformat, wie er wechseln soll. Er sagte ja, wie er das machen soll. Hier nicht erinnern. Genau, dass er, wenn er hier dreht, brauchen wir nicht. So, und hier kannst du eben, ich habe gesagt, nicht erinnern. Ich habe es verstanden. AD wird hoch. Ja, ich weiß. Genau, hier kann er es dann drehen oder immer im Hochformat bleiben, wenn ich das Display hier drehe. Allerdings habe ich es eingestellt, dass die Kamera ausgeht mit dem Display drehen, deshalb ist egal. Und ich mache eigentlich nie Hochformat, deshalb habe ich bei mir immer Querformat. Dann können wir noch hier, wie laut die Kamera sein soll. Also ob du jetzt, gucken wir machen es einfach mal an. Jetzt hast du schon gehört, tick, 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 tick. Und das gleiche gilt auch, wenn du eine Aufnahme startest. Da ist es eigentlich ganz wichtig, weil wenn du irgendwo so inkognito filmen möchtest, dann möchtest du natürlich nicht, dass es Bip macht. Deshalb habe ich das hier eigentlich immer aus. So. Nee, nicht gering, sondern aus. So, wenn wir jetzt die Aufnahme, dann macht das ganz leise. Wunderbar, so soll es ja eigentlich sein. Hier haben wir noch weitere Einstellungen, und zwar, was passieren soll, wenn das Display dreht. Wie gesagt, ich habe es ausschalten an, kann schon niemals machen. Gut, wir müssen jetzt auch nicht alles durchgehen. Allgemein können wir uns vielleicht noch angucken. Hier haben wir Gimbal-Ausrichtung, wie er starten soll, also wie beim letzten Start, Status LED hier. Wann der Bildschirm ausschalten soll und so weiter und so fort. Haben wir hier noch. Dann haben wir Gestensteuerung, brauchen wir nicht, weil man ja die Fernbedienung abnehmen kann. Screenreader brauche ich auch nicht. So gut kann ich noch lesen. Obwohl, guck mal, ey, ich hab schon die Computerbrille, die ein bisschen schwächer ist. Aber ich gehe auch mit der Fernbrille. Verbindung zur App herstellen und so weiter. Bluetooth aufwecken. Da kann man so, wenn man das Mikro gekoppelt hat und wenn man dann das Mikrofon einschaltet, geht die Kamera ein. Selfie-Spiegelung. Ich zeige das kurz. Selfie-Spiegelung ist jetzt aus. Wir gehen hier mal wieder auf 4K 30 und ich nehme mal das hier auf. So, also Selfie-Spiegelung ist aus. Im Display sieht alles gleich aus. Das kommt jetzt raus mit Selfie-Spiegelung aus. Jetzt haben wir Selfie-Spiegelung an. So, das ist der Unterschied. Ich habe das aus. Bitrate, Videobitrate hoch. Klar, haben wir einfach die höchste Qualität. Anti-Flimmer, dass er das automatisch macht. Zoom-Geschwindigkeit kann schon Einstellungen geben und kalibrieren. Linsenentnebelung, das konnte ich nie ausprobieren, weil wir hier so eine brutale Hitze haben. Aber ich denke mal, das ist vielleicht interessant, wenn es ein bisschen kälter ist und dann da drin was beschlägt. Ich konnte es nicht ausprobieren. Bis jetzt Datum, Uhrzeit, Timecode, wenn man Sachen synchronisieren möchte. Tutorial zurücksetzen und so weiter und so fort. Dann können wir noch machen Quick Capture. Was passiert, wenn man die Kamera direkt anschaltet, zum Beispiel einen Bildschirm dreht, dass er dann gleich aufnimmt, oder ein Case, das habe ich nicht, da kannst du hoch runterschieben, dann nimmt die Kamera auch gleich auf. Habe ich nicht an. Ich schalte die Kamera an und drücke dann den Aufnahme-Button. Ist mir hier lieber, weil ich auch gucken möchte, wo sie drauf gucken soll und alles, deshalb habe ich das nicht an. Dann gibt's noch kardanischer Motor, das ist der Winkel, wie er sich bewegt. Und wenn man hier jetzt einstellt auf Rollsperre, dann geht er hier mit. Wenn ich hoch und runter gehe, geht er da mit. Aber wenn ich links, rechts gehe, stabilisiert er das. Nächstes haben wir hier noch Roll- und Neigungssperre, ist eigentlich klar. Dann stabilisiert er alles. Also wenn ich hoch und runter gehe, guckt er immer nach vorne und links, rechts guckt er auch nach vorne.
Und dann haben wir noch FPV. Da stabilisiert er quasi alle Bewegungen, die ich mache. Also er geht überall mit, nur eben langsamer oder stabilisiert. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so schräg bin und dann resendern, das habe ich vorher übrigens gar nicht gesagt, resendern kann ich auch hier. Ich habe es ja hier drauf, zweimal klicken, dass ich da Resender mache. Dann guckt er wieder in die Mitte oder guckt quasi nach vorne, mein Resender eben. Wenn ich das nicht möchte, dann gehe ich in den FPV-V-Modus. Der macht genau das Gleiche, also geht hier überall mit, egal wohin ich ihn drehe. Aber wenn ich dann hier tippe, passiert gar nichts, weil er eben das nicht macht. Das ist der Unterschied zwischen FPV und FPV-V. Dann kann ich hier oben noch auf diese Mutter da drücken und kann die verschiedenen Geschwindigkeiten einstellen vom Gimbal und vom Joystick. Ich habe da einfach überall Mittel gelassen, das passt für mich. Ich benutze hier eigentlich immer die Rollsperre. Das heißt also, er geht hoch, runter geht er mit, aber links, rechts, der Horizont, der bleibt gerade. Funktioniert für mich. So habe ich das eingestellt. So, dann haben wir diese Bildschirme hier durch. Gehen wir einmal nach links, da haben wir interner Speicher, das ist gerade bei mir voll. Und SD-Karte kann man einstellen, wo man drauf aufnehmen möchte. Man kann auch formatieren und man kann auch dahin wechseln. Also einmal hier hinwechseln und Speicherverwaltung machen wir hier unten. Formatieren, das machen wir jetzt nicht. Und wir bleiben auf dem, weil bei mir der interne Speicher schon voll ist. Also finde ich super, interner Speicher endlich mal bei Insta360, weil ich ja so ein Speicherkartenvergesser bin. Dann gehen wir jetzt nach ganz rechts, da haben wir die Audio-Einstellungen. Zum einen die benutzerdefinierte Geschichte, die hatten wir ja schon, die sind diese Tasten hier. Dann können wir noch weiteres Zubehör verbinden. Habe ich keins, deshalb kann ich da nichts zeigen. Und dann haben wir hier Audio-Einstellungen. Entweder ein kabelloses Mikrofon. Ich hatte hier das Mic Pro dran von Insta360. Hier, ich hatte das hier dran mit meinem Bild drauf, ja. Ich finde aber auch, dass das interne Mikrofon ganz gut ist. Und da kannst du dann, also hier kannst du entweder die Mikrofone verbinden oder du gehst hier auf das interne Mikrofon, dann kannst du hier noch einstellen. Jetzt hat er doch verbunden. Jetzt habe ich es kapiert. Er hat gesagt, die Verbindung ist fehlgeschlagen. Ich habe das Mikro nur ganz kurz rausgeholt. Er wollte es sofort verbinden, habe ich so da reingesteckt und dann verbindet es natürlich nicht deshalb. So, also wir waren bei den Audioeinstellungen. Da kann man einstellen, mit welchem Gerät aufgenommen werden soll. Wir haben ja gerade nicht viel, deshalb wird nur das interne Mikrofon benutzt. Und dann können wir hier Soundeffekt-Einstellungen machen. Stereo oder Mono. Ich habe da tatsächlich Stereo, das heißt, du hast tatsächlich einen kleinen Stereo-Effekt, wenn du intern aufnimmst. Dann gibt's noch Audio-Modus. Ich habe immer automatische Windrauschunterdrückung, funktioniert für mich. Kannst du auch sagen, du möchtest nur Audio oder Stimmverbesserung. Dann, wie gesagt, ich habe einfach die Windrauschunterdrückung, das funktioniert für mich super gut. Die macht den Ton eigentlich schlecht. Und dann kannst du noch die Tonrichtung machen. Ich habe hier omnidirektional, du kannst aber auch wählen, ob du nur vorne oder hinten oder nur vorne machen möchtest. Omnidirektional heißt halt komplett außenrum. Vorne, hinten heißt vorne und hinten. Und vorne heißt da, wo der Gimbal hinguckt. Hören wir es uns an. Vorne ist immer da, wo der Gimbal hinguckt. Jetzt guckt er hier, trackt mich nicht mit. Wenn ich jetzt außen rumlaufe, müsste ich ein bisschen leiser werden. Klar, ich bin immer noch super dicht dran. Von daher, so viel wird es nicht ausmachen. Wenn ich jetzt aber wieder vor den Gimbal komme, dann bin ich voll im Mikrofon drin. Wenn ich hingegen das Tracking anmache, einmal hier draufklicken und er trackt mich jetzt mit, dann ist vorne halt überall, weil er mich mittrackt. Ich muss jetzt hier rumlaufen wegen dem Limit und dann bin ich überall gleich laut, weil eben überall vorne ist. Ja, so einfach ist es. Ich habe aber einfach Omni an. Hier unten können wir noch einstellen, wie laut es alles sein soll. Ich habe das bei mir auf 0. Das passt. Und dann können wir hier sogar noch einstellen, integrierte Audiosynchronisation. Das heißt, du hast noch eine extra Audiodatei dann. Also du hast eine Wave-Datei neben dem Video. Im Video ist der Ton trotzdem drin. Du hast aber eben den Ton auch nochmal extra. Brauche ich nicht, habe ich aus. Eine richtig coole Sache beim Mikrofon ist, wenn ich das Ding hier abnehme, dann sagt er hier gleich und guck hier, ob ich dieses Teil hier für die Audioaufnahme benutzen möchte, weil hier nämlich tatsächlich ein Mikrofon drin. Hören wir uns auch an. So, das Tracking läuft und wenn ich jetzt weglaufe, bleibe ich gleich laut, weil ich ja das Mikrofon hier in der Hand habe oder vielmehr die Fernbedienung, die ein Mikrofon drin hat. Aber Achtung, nicht zu weit weglaufen, denn irgendwann ist der Ton halt weg. Aber trotzdem, ich finde es echt eine saucoole Sache. Mal gucken, ob es jetzt noch geht. Hallo? Okay, das ist schon ganz schön weit. Einmal hinter die Badewanne, um die Badewanne rum und wieder zurück. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Hätte ich selber nicht gedacht, dass es so weit geht. Also coole Sache. Mikrofon drin und Fernsteuerung. Das ist generell
ja, das absolute Killer-Feature. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Weiß ich nicht. Bin total begeistert von der Fernsteuerung. Jetzt haben wir uns hier oben aber schon alles angeguckt. Das heißt, jetzt kommen wir endlich zum von rechts nach links wischen. Das sind die Bildeinstellungen. Da haben wir zum einmal Basic, können wir ein paar Sachen machen. Wir können auch in Pro alles machen, was wir auch in Basic machen können. Sogar noch ein bisschen mehr. Deshalb gucken wir uns die ganze Geschichte in Pro an. Ich gucke, ob ich den richtig drin habe. Ja. Einmal verschönern. Habe ich bei mir weggelassen. Kannst du eben so Gesichtsfilter machen. Dann kannst du verschiedene Farbfilter machen. Du siehst sie gerade schon. Ich experimentiere da immer noch ein bisschen rum, aber tatsächlich tendiere ich dazu, einfach den Farbfilter auszulassen. Das gefällt mir am besten. Außerdem geht es in jedem Modus. Einen Farbfilter ausmachen, Farbfilter anmachen geht nicht in jedem Modus. Zum Beispiel, wenn wir hier komplett rausgehen und allein schon, wenn wir in 8K gehen, wundert mich eigentlich, aber hier gibt es diesen Farbfilter nicht mehr. Solche Sachen oder auch hier in anderen Modi, wo wir noch dazu kommen, da gibt es diese Farbfilter auch nicht. Deshalb habe ich sie tendenziell aus, obwohl ich schon finde, dass der ein oder andere ganz gut aussieht. Was ich auch aus habe, beziehungsweise was ich auf Standard habe, ist das hier. Ich weiß, viele finden es voll gut, dass die Kamera jetzt iLock kann. Konnte die andere ja auch, aber sie kann es in 10-Bit. Die Kamera nimmt generell immer in 10-Bit auf und du kannst eben auch in Lock aufnehmen. Dann brauchst du hinterher eine LUT, verlinkt hier unten drunter, oder musst irgendwie Color graden, dass du eben wieder die richtigen Farben hinkriegst. Ich habe da auch viel rumprobiert. Mir ist jetzt zu viel Arbeit und ich finde jetzt nicht, dass man so viel gewinnt. Deshalb bleibe ich hier bei Standard. Aber wie gesagt, du könntest auch iLock machen oder Dolby Vision. Das wäre dann ein HDR-Format. Da überlege ich auch schon lange rum, ob ich komplett alles HDR machen soll. Aber ich habe bei mir hier Standard. Habe ich mich einfach dazu entschieden, das zu machen. Was ich allerdings nicht Standard habe, ist hier die Belichtung. Und zwar habe ich hier die Belichtungskorrektur auf minus 0,3 gestellt. Also ich habe es immer gern ein bisschen dunkler. Kannst da frei einstellen, wie du möchtest. Kannst noch dunkler gehen, kannst aber auch heller gehen. Ich habe für mich einfach minus 0,3 gestellt. Hier oben bei der Belichtungszeit habe ich Automatik und bei der ISO habe ich Automatik. Generell könntest du hier die ISO auch irgendwie begrenzen, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Kannst auch komplett manuell alles einstellen, da funktioniert es dann wieder. Also Beispiel, guck mal, wir gehen jetzt hier mal auf ISO 400, manuell. So, ich möchte manuell, gehen wir auf 1/30. Es war ein blödes Beispiel, ich muss doch auf 1/200 gehen, sonst ist es zu hell. Also ich bin jetzt 1/200 und ISO fix auf 400 gestellt, da ist das Bild so hell. Wenn ich jetzt auf Max 400 gehe, kurioserweise wird das Bild dann heller. Irgendwas stimmt da nicht so ganz mit diesen Max-Einstellungen. Deshalb, gut, ich habe ja generell einfach überall Auto. Für mich passt es. Ich weiß, wenn irgendwelche Bildrausch-Fetischisten sind, die müssen da natürlich manuell steuern. Kann man ja alles machen. Habe ich dir gerade gezeigt. Ich mag es einfach. Deshalb habe ich hier Automatik. Dann anpassen. Das ist ganz cool. Man kann ja die Sättigung hochschrauben oder runterschrauben. Habe ich auch viel probiert. Tatsächlich habe ich es auf eine Standardeinstellung gelassen. Einzig, was ich gemacht habe, ich habe die Schärfe von mittel auf gering gestellt. Man kann es ja auch hoch machen, aber das würde ich auf keinen Fall machen, weil es dann rein gebrannt ist. Bei Kontrast habe ich lang experimentiert, ob ich es ein bisschen stärker machen sollte, aber so ganz passt es eben doch nicht so, dass ich doch auch hier einfach in der Mitte bin und schlussendlich das, was man sich da bei Insta360 überlegt hat, wie das alles aussehen soll, das passt in der Regel auch. Dann können wir noch gucken, wie die Belichtungsmessung sein soll, entweder eine Matrixmessung oder dass er das Gesicht machen soll. Ich habe da einfach Gesicht, das passt für mich und ich kann AFC machen, das heißt, er führt den Autofokus immer nach, oder ich kann AFS machen, das heißt, er behält den Autofokus da, wo du die Aufnahme gestartet hast, und dann können wir sogar noch so einen Produktautofokus machen. Da ist quasi die Gesichtserkennung aus, dass wenn du ein Produkt reinhältst, dass er das dann schneller fokussiert. Und dann haben wir hier noch eine, Atmungskompensation. Wenn man das anhat, geht ein bisschen vom Bildausschnitt verloren. Guck, jetzt ist ein bisschen was dazugekommen. Aber wenn man dann einen Fokuswechsel hat, fällt das Pumpen vom Autofokus nicht ganz so auf. Ich habe das an, die paar Pixel, die man da an Weitwinkel einbüßt, die nehme ich gerne in Kauf. Jetzt haben wir das tatsächlich auch durch. Gucken wir uns noch die verschiedenen Bildmodi an. Man kann nicht nur normale Videos aufnehmen, sondern auch speziell bei Nacht. Allerdings, das ist der Pure-Video-Modus, der geht bis 4K 60. Aber wenn man im normalen Modus Videos aufnimmt, wenn es hier jetzt dunkel genug ist, ich weiß gar nicht, ob er das jetzt erkennt, wenn ich hier jetzt die Aufnahme starte, genau, dann sagt er hier Bildverbesserung bei schwachem Licht. Das ist irgendwie der Pure-Video-Modus. Also ich habe da lange rumprobiert und ich sehe eigentlich keinen Unterschied zwischen Pure-Video-Modus und Nicht-Pure-Video-Modus. Allerdings weiß ich nicht, wie man im normalen
Modus das ausschalten kann. Also es geht einfach immer an, wenn man die Aufnahme bei schlechtem Licht oder bei schwachem Licht startet. Wenn man in schwaches Licht reinläuft, dann geht es nicht an. Von daher bin ich eigentlich immer in diesem Modus und benutze den Pure-Video-Modus gar nicht. Dann gibt's, wenn man hier noch weitergeht, gibt's hier Zeitlupe. Kannst auch nichts anderes machen. 1080p, 240 Bilder die Sekunde oder 4K, 120 Bilder die Sekunde. Der einzige Unterschied ist, dass du hier keinen Ton hast, also im Vergleich zur normalen Videoaufnahme, und dass das Bild gleich langsamer läuft. Deshalb benutze ich diesen Modus gar nicht. Ich mache immer hier, wenn ich hier Zeitlupe möchte, dann mache ich eben hier die Bildwiederholrate so hoch, wie ich es haben möchte. Weiter geht's hier. Timelapse, ganz klar. Da können wir auch einstellen, welche Auflösung. Wir können das Intervall einstellen und können einstellen, wie lange aufnehmen soll. Wenn du unendlich hast, nimm da so lange auf, bis du die Aufnahme stoppst. So mache ich es eigentlich immer. Da gibt es auch ein paar vorgefertigte Szenen, die dir eben das Intervall schon vorgeben, was du da möchtest. Ich bin generell jemand, der das Intervall eher klein lässt und hinterher das Video noch beschleunigt, als wenn es nachher dann doch zu groß war, das Intervall. Aber so eine halbe Sekunde, na, wie auch immer. Kann man ja rumprobieren. Wichtig natürlich, die Kamera muss dabei auf dem Stativ stehen. Nicht auf dem Stativ stehen muss sie hier bei Time Shift. Das ist quasi ein stabilisierter Timelapse. Auch da kannst du einstellen, wie schnell das laufen soll, wie lang es laufen soll und wie die Geschwindigkeit ist. Ich habe da tatsächlich immer Automatik und es funktioniert für mich erstaunlich gut. Nächster Modus, was haben wir noch? Ja, jetzt sind wir schon bei den Fotomodi. Die Kamera ist nämlich nicht nur eine Videokamera, sondern auch eine echt gute Fotokamera. Zum einen, gehen wir mal hier auf die normalen Fotos, kannst du wählen zwischen Standardfoto oder dem Ultrafoto. Das Ultrafoto hat halt mehr Auflösung, Standardfoto hat weniger Auflösung, dafür wird das Standardfoto deutlich schneller gespeichert. Ich nehme eigentlich immer Ultrafoto, 4:3, da hast du die volle Auflösung. Du kannst aber auch andere Auflösungen, also nicht Auflösungen, Seitenverhältnisse wählen. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen, was an Fotos aus der Kamera rauskommt. Es macht richtig Spaß, vor allem im zweiten Objektiv, weil du da auch so ein bisschen Tiefenschärfe hinkriegst, also weil du den Hintergrund verschwimmen lassen kannst. Du kannst sogar Live-Fotos machen, wobei das geht nicht im Ultrafoto. Da hast du da eine kleine Videosequenz und dann halt noch ein Foto, kennen wir ja vom iPhone und von verschiedenen anderen Smartphones auch. Und ganz cool ist, wir haben auch einen Panoramamodus und da können wir wählen zwischen, halte die Kamera, ja das weiß ich, da brauchen wir auch ein Stativ. Entweder haben wir ein 200 Megapixel Giga-Panorama, da macht er mit dem Teleobjektiv dann ein Panorama, was dann eben 200 Megapixel hat. Und ich finde, das kann sich schon sehen lassen, was da rauskommt. Das ist echt abgefahren. Aber wie gesagt, du musst natürlich auf dem Stativ stehen und wir können sogar ein 360 Grad Panorama machen, wo du dann komplett rumgucken kannst, wie du möchtest. Also auch cool, macht auch Spaß. Beides richtig gut. Jetzt haben wir hier auch alle Modi durch. Genau, hier gibt es so eine Shotlap, da gibt es zwei Dinge. Einmal so eine Barrel Roll und so ein Zeitlupenteil. Benutze ich aber nicht. Okay, das war jetzt mein Schnelldurchlauf zu den Funktionen und meine Einstellung bei der Luna Ultra. Wie gesagt, ich bin Fraktion langweilig, Standard 4K 30. Ganz normal. Wie gesagt, das Coolste an der Luna Ultra ist eigentlich das Ding. Und ich kann jedem empfehlen, sich wirklich zu zwingen, das Ding mal zu benutzen. Ich habe am Anfang auch ständig es dran gelassen, aber jetzt ist fast immer ab, weil es so viel einfacher ist, die Kamera zu steuern, wenn die irgendwie weg ist. Oder ja, man muss sie nicht bücken, das ist einfach richtig cool. Was auch richtig cool ist, das ist mein liebstes Zubehörteil hier. Es gibt auch einen kleinen. Hier so, das ist glaube ich sogar dabei und das ist ein extra Teil, weil hier ist noch ein Akku drin. Steckst du hier unten ran, ja doch, so rum steckst du es ran. Und dann ist es direkt hier verbunden, macht die Kamera zwar ein bisschen größer, aber ist egal. Zum einen hast du hier eben ein kleines Stativ, sodass die Luna stabil steht. Und zum anderen hat man hier ein Stativgebinde, sodass ich ganz oft das auf dem Stativ habe, kann ich die Luna ganz einfach draufklipsen oder wieder abmachen. Finde ich richtig cool. Außerdem habe ich halt einen Akku drin, dann wird immer gleich geladen, sodass ich eigentlich der ganzen Zeit, wo ich jetzt mit der Luna Ultra unterwegs bin, nie Probleme hatte mit der Akkulaufzeit. Zur Not könnte man es natürlich auch per USB unterwegs laden, auch während der Aufnahme, aber habe ich eigentlich nicht gebraucht. Und jetzt, ich merke gerade, es ist ganz schön warm, weil es hier drin halt so brutal warm ist. Ich hatte auch nie Probleme mit Überhitzung. Also von daher auch alles gut. Gut, wenn ich irgendwas vergessen habe, unten drunter einfach kommentieren. Mich interessiert natürlich auch deine Einstellung der Luna Ultra. Ich verlinke dir hier oben noch mein initiales Review, kompliziertes Wort. Ein initiales Video zur Luna Ultra. Ich freue mich natürlich auf einen Daumen hoch, Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.